diesem Airbrush-Tutorial zeige ich dir, wie du einen Kompass sprühst. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Ich beginne mit dem Hintergrund. Der Kompass wird aus 4 Elementen bestehen. Einmal Erde, Wasser, Eis und Feuer. Den Hintergrund lege ich mit einem Grau an. Das habe ich mir selbst gemischt. Ich habe 3 Rot-Orange verwendet und 2 Ultramarin von Schminke. Jeweils Tropfen. Dazu dann nochmal 3 bis 6 Tropfen Wasser. Hier verwende ich unterschiedliche Techniken. Einmal einen kleinen Aquarellschwamm, den ich zurechtgezupft habe. Dann meine Airbrush-Pistole natürlich, unterschiedliche Radierer und einen ausgefransten Pinsel. Für die Kompassnadel nutze ich dieselbe Farbe. Auch wieder 3 Rot-Orange und 2 Ultramarin plus 3 bis 6 Tropfen Wasser. Wenn die Farbe bei euch zu intensiv ist, dann nutzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Wasser. Bei der Kompassnadel verwende ich die Maskiertechnik. Dafür nutze ich das Sensitive Tesa-Filmband von Tesa. Das klappt ganz gut, vor allem das zerstört nicht die Kartonoberfläche bzw. das Skizzenpapier. Ich nutze hier allerdings einen Airbrush-Karton, weil ich ja auch viel darauf radiere und der ist einfach robuster. Ich arbeite hier auf einer Magnettafel, da ist der Karton drauf fixiert mit den Magneten eben, damit ich auch hier im umliegenden Bereich, wo ich nicht maskiert habe, eben Kopierpapier fixieren kann, damit eben dort nicht der Sprühnebel hinkommt. Dieser Vorgang mit der Kompassnadel, der wird jetzt ein bisschen häufiger natürlich wiederholt. Es sind ja mehrere Nadeln quasi, wo das eben wiederholt werden muss. Ich habe für das Werk insgesamt über 10 Stunden diesmal gebraucht. Das war eine Auftragsarbeit auch, ne? Und von daher hat das ein bisschen mehr Zeit quasi in Anspruch genommen als gedacht. Ihr seht das Video in 10-facher Geschwindigkeit und ich habe wiederholte Schritte einfach auch übersprungen, damit das Video nicht zu langwierig wird, sag ich mal. Ich habe das ganz normal wieder übertragen mit der Vorlage, also mit der Kopiervorlage, die ich von der Rückseite her eingeschwärzt habe, und dann bin ich hingegangen und habe die Vorlage einfach auf dem Maluntergrund eben durchgedrückt mit einem Stift. Das klappt sehr gut. Wer dazu noch mehr Input braucht sozusagen, der kann sich ein paar Videos auf meinem Kanal hier anschauen. Ja, da gibt es schon zahlreiche von. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr auf den Karton, wenn ihr mit dem Skalpell arbeitet, dass das Skalpell sehr, sehr scharf ist. Also wenn ihr da eine frische Klinge nehmt, ist das immer am besten natürlich. Und B, dass ihr nicht zu fest auf dem Maluntergrund durchdrückt, sonst habt ihr die ganze Zeit die Riefen drin vom Skalpell. Das wollen wir natürlich auch nicht, das sieht unschön aus. Ja, jetzt haben wir hier schon 2 Elemente abgehakt, einmal Erde bzw. Stein, dann einmal Feuer und gleich kommt Wasser und Eis. Beim Eis bzw. in Anführungsstrichen Wasser lege ich mit Pinsel die Struktur vor. Dafür habe ich einmal das Cyanblau genommen, stark verdünnt. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr auch das Gesamtkunstwerk dann gleich auch seht und nicht verpasst. Alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und ich freue mich darüber. Und für all diejenigen, die das schon bereits machen, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich sehr.
Noch ein wichtiger Hinweis, ihr habt dadurch natürlich keinen finanziellen Nachteil. Ihr seid noch ganz am Anfang mit der Airbrush-Technik, dann schaut euch unbedingt hier die Basics an. Viel Spaß dabei, bis gleich!